For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zur Folge 53. Unsere Boa-Story geht weiter, wie schon versprochen. In der Folge wollen wir auf die einzelnen Populationen eingehen. Wir gehen von Nord nach Süd, von Mexiko bis Südamerika, zeigen euch da verschiedene Tiere aus diesen Gebieten. Was wir in der Folge nicht berücksichtigen, sind die Farbvarianten. Es gibt natürlich super schöne Albino, Sunglow, Salmon Boas, wollen wir aber in dem Fall bewusst nicht ansprechen. Was wir im zweiten Teil noch machen, ist die Zucht der Boas ansprechen. Da zeigen wir euch, wie man sie stimulieren kann oder sprechen darüber, wie man sie stimulieren kann, wie man sie züchten kann. Zum Einstieg habe ich euch hier so eine Terrarianer Boa. Also mit den Boas ist es einfach so, in der Terroristik züchtet man die ja seit 20, 30 Jahren, kann man schon sagen, züchtet man Boas. Selbst bis vor gut 10, 15 Jahren war es den Leuten eigentlich noch relativ egal, was sie mit was verpaart haben. Man hat einfach zwei Boa Constrictor gehabt. Das Wort Unterart war damals, ich würde mal bald sagen, noch nicht bekannt. Man hat die miteinander verpaart und hat irgendeine schöne Boa wieder rausbekommen. Und dann war das am Schluss eine Boa Constrictor und basta. Mittlerweile oder die letzten 10, 15 Jahre weiß man natürlich, dass es sehr viele Verbreitungsgebiete gibt und man achtet viel mehr darauf, dass man die separat miteinander verpaart oder nur Tiere aus dem gleichen Populationsgebiet miteinander verpaart. Wie gesagt, hat man damals nicht gemacht und so schwirren in der Terroristik, ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte der Boas umher, die einfach so eine Terrarianer-Boa sind oder man sagt Wald- und Wiesenboa oder Bastardboa oder wie man es auch nennen mag. Einfach Boa Constrictor ohne irgendeinen Zusatz von Unterart, also weder Imperator noch Constrictor. Was es letztendlich alles drinsteckt, kann man dem Tier auch nicht mehr ansehen. Es ist einfach ein schönes Tier, meistens schön rote Schwänzchen. Von der Größe her werden sie, ich würde mal sagen, so mittelgroß, mal ganz grob zwischen 2 und 3 Meter. Es gibt bestimmt Zuchtstämme, die an die 3 Meter werden. Die meisten gehen eher wie die Imperatoren Richtung 2 Meter. Und das ist dann die sogenannte Terrarianer Boa. Oft kommt dann auch die Frage an uns, ja, ich habe eine Boa Constrictor, was ist es denn für eine? Nochmal ganz klar und deutlich, kann man an so einem Tier überhaupt nicht mehr nachvollziehen, aus was für einem Land oder aus was für einem Gebiet die kommt und entsprechend eben auch nicht, was es für eine Unterart ist. Wie vorher angesprochen, fangen wir im Norden an der Grenze zur USA in Mexiko. Das hier ist eine Mexiko-Boa, Boa Constrictor Imperator in dem Fall. Die Mexiko-Imperatoren haben in der Regel so diese dunkle, rehbraune Färbung, würde ich mal sagen. Markant so noch ein wenig mit diesen beigen Strichen drin. Der Schwanz auch eher dunkelrot mit schwarzen Punkten. Einen eher dunklen bis rötlichen Bauch. Von der Größe her werden sie so um die 2 Meter groß. Was vielleicht noch eine Besonderheit dran ist, also die Leopardboas, die man kennt, diese Farbvariante Leopardboas, die ist auch aus diesen Mexiko-Boas entstanden. Da wurden sie durch Zufall gezüchtet oder hat man miteinander Tiere verpaart und dann entstand diese Leopardboas aus diesen Mexiko-Imperatoren. Wir bleiben in Mexiko. Da gibt es noch diese sogenannte Tarahumara Zwergboa. Das ist eine der kleinsten Boas, die es gibt, mit 1,50 Meter, 1,60 Meter. Beziehungsweise die Tiere sind schon mit ein bisschen über einem Meter, so 1,30 Meter sind sie geschlechtsreif. Also ein Tier in der Größe, die hat jetzt ja, so 1,30 Meter, 1,40 Meter, ist dann schon langsam geschlechtsreif. Ist toll, dass eben eine der kleinsten Boas ist somit und sich im Terrarium natürlich auch gut halten lässt. Ein bisschen ein Problem, würde ich es mal bezeichnen, bei diesen Tarahumaras, wie auch bei anderen Boas, da komme ich nachher noch drauf zurück, ist die Reinrassigkeit. Jeder behauptet von seiner Boa natürlich, sie wäre reinrassig. Hier, wie gesagt, ein Tier aus einer Linie, wo ich denke, dass es eine Tarahumara-Linie ist. Ich möchte mich da nicht in Diskussionen einlassen, wer hat die reinrassigste Linie und wer nicht.
So sehen sie meiner Meinung nach aus, die Tarahumaras, beziehungsweise in der Größe sind diese Tiere zuchtfähig und werden in der Größe bei uns gezüchtet. Zur Optik, sie haben diese markanten roten Stellen an den Flanken, eher einen hellen Bauch. Auf dem Kopf haben sie mehr oder weniger stark ausgeprägte Zeichnung. Das Tier vielleicht nicht völlig intensiv wie manch andere, aber gerade die Kopfzeichnung ist eigentlich auch ein markanter Punkt für die Tarahumaras. Was sie meiner Meinung nach auch immer auffallend haben, sind diese hier in den Flecken, hier diese längs gezogenen weißen Striche drin, wie so Pommes frites oder sowas sehen die aus, immer hier in den Flecken drin. Vom Schwanz her, auch so wie die anderen Imperatoren, eher ein rotbraun bis dunkles Rot. Jetzt gehen wir von Mexiko nach Honduras. Da gibt es diesen hübschen Imperator. Was mir persönlich an denen immer gut gefällt, an den Honduras-Boas, dass sie einen mordsmäßig roten Bauch haben. Früher waren mal irgendwelche Firebellies oder sowas im Umlauf für viel Geld. Mein Eindruck ist, dass die Honduras-Boas alle diesen schönen roten Bauch haben, zumindest die, wo ich kenne. Die Färbung ist auch eher so ein dunkles Rehbraun und das Schwänzchen nicht ganz so spektakulär wie bei den Konstriktoren aus Südamerika, also so wie bisher auch bei den anderen Imperatoren, eher so ein dunkles Rot mit schwarzen Punkten drin. Ja. Vom Kopf den typischen Imperatorenkopf auch, also ein relativ kleines Köpfchen und auch mit leichter Zeichnung auf dem Kopf. Wir bleiben in Honduras. Hier nochmal ebenfalls eine Honduras-Boa. Ich habe zwar gesagt, wir zeigen keine Farbvarianten, aber die eine hier zeige ich euch trotzdem, weil es ein ganz netter Vergleich ist und die eigentlich auch ein reines Zufallsprodukt ist, das wir mal so bekommen haben. Also das hier ist, wie die wir gerade gesehen haben, auch eine Honduras-Boa, in dem Fall aber aneretristisch. Also ihr fehlen komplett die roten Pigmente, wir sehen es, also die Flanken nichts Rotes drin, am Schwanz nichts Rotes drin, der Bauch hat nichts Rotes, also die rote Pigmentierung fehlt vollständig. Wie gesagt, sagt man dann aneretristisch dazu, ne? Erythrophoren sind die roten Farbpigmente. Also nochmal ein ganz netter Vergleich, wie so eine Honduras-Boa ohne Rot aussieht. Wir bleiben vor Honduras, in Honduras. Vor Honduras gibt es die Hog Island Inseln. Da kommt die Hog Island Boa vor. Das ist das Tier, wo ich jetzt hier habe. Die Hog Island Boas haben eine relativ schwache Zeichnung. Also keine durchgehenden, auch an der Seite nicht durchgehend, wie ihr hier seht. Haben relativ orangene Schwänze. Manche Tiere sind selber von der Färbung her recht orange, sogar am ganzen Körper. Was auch lustig und interessant bei den Hog Island Boas ist, dass sie nachts die Farbe ändern oder wechseln. Also wenn man nachts ins Terrarium reinguckt, da sind die fast, ja, nicht direkt schneeweiß, aber so elfenbeinfarben hell. Ne? Also die tun da nachts völlig ihre Farbe ändern. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ansonsten von der Größe, wie die anderen Kollegen in Mittelamerika auch, bleiben sie relativ klein. So eine Hog Island wird so bis 2 Meter. Wobei die Hog Islands selber im Gegensatz zu den Festland-Honduras-Tieren, würde ich sagen, fester und dicker vom Körperbau sind. Also sind schon kräftige Tiere. Ich glaube, dass sie überwiegend bodenbewohnend sind, dem Körperbau nach zu urteilen. Und, aber mit einer Länge von 2 Meter dann auch doch noch gut im Terrarium zu halten sind. Der Bauch ist hell, elfenbeinfarben. Und der Kopf ist ebenfalls ohne großartige Zeichnung. Oft haben sie noch so einen orangenen Schimmer auf dem Kopf oder manche Tiere noch deutlich ausgeprägter, wie das hier, so eine orangene Beschuppung auf dem Kopf. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter runter in den Süden. Da haben wir El Salvador, die El Salvador Boas. Ich würde sagen, dass sie mit den Tarahumaras die kleinsten Boa Constrictor Arten sind. Also ist auch Boa Constrictor Imperator, El Salvador.
Erkennen kann man sie an der relativ dunklen Färbung. Also sie haben immer so eine dunkelbraune bis fast schwarze Zeichnung, haben auch meist ein recht starkes Phosphorisieren. Schwänzchen ist eher so rehbraun wie rot. Sie haben auffallend viele Sattelflecken. Ich spare mir jetzt hier das Durchzählen von den Sattelflecken, aber sie haben sehr viele, wie man hier erkennen können. Ne? Und die sind dann alle eng beieinander. Also die Flecken zwischen den Sattelflecken sind fast kreisrund, weil sie eben so eng beieinander liegen. Und in den Flanken, manchmal haben sie noch ein bisschen so rot in den Flanken, die hier hat das jetzt weniger. Und wie gesagt, so das schillernde, phosphorisierende ist auch recht markant für die. Am Bauch sind sie schwarz gesprenkelt, manchmal auch ein paar rötliche Stellen noch mit drin. Und der Kopf, der typische Imperatorenkopf auch, ne? Ein kurzer, kräftiger Kopf. Wie gesagt, es ist mit die kleinste Boa Constrictor Imperator Art. Die werden ausgewachsen oder bleiben ausgewachsen deutlich unter 2 Meter. Ich würde sagen, dass ein Weibchen so mit 1,50 Meter schon geschlechtsreif ist. Wir gehen weiter runter in den Süden. Da kommen wir nach Costa Rica. Da haben wir diese Costa Rica Imperatoren. Wird schon deutlich heller, die Tiere, also nicht mehr so wie die anderen Mittelamerikaner, die wir bis jetzt hatten. Die werden von der Zeichnung schon klarer, heller. Aus Schwänzchen wird deutlicher rot oder intensiver rot. Trotz allem noch so diese eher rehbraune Färbung. Der Bauch ist auch eher hell. Der Kopf wird meiner Meinung nach auch schon ein bisschen länglicher. Also für mich habe immer so den Eindruck, dass man bei Costa Rica schon sehen kann, dass wir auf Südamerika oder auf die Imperatoren zugehen. Von der Größe her bleiben auch die Costa Rica Boas mit um die 2 Meter noch einigermaßen anständig klein. Und vom Körperbau sind sie vielleicht nicht so wuchtig wie die Hog Island, die wir vorher gesehen haben, aber schon auch eine kräftige Boa mit entsprechend kräftigem Körper. Jetzt stehe ich mit leeren Händen da. Die nächste Boa Constrictor, die ich euch zeigen will, ist die Saboga Boa. Die haben wir in dem Panama Special euch gezeigt, die Boa Constrictor Sabogae. Also als Unterart Sabogae, gehört aber auch in den Imperatorenkomplex. Eben diese Saboga-Insel liegt vor Panama. Also wir waren jetzt Costa Rica, ein Land weiter kommt Panama. Und da vorgelagert eben diese Saboga-Inseln. Die Sabogae ist vom Ton her auch so hell. Ein bisschen ähnlich wie den Hog Islands vergleichbar, die wir vor Honduras hatten. Und von Größe her und Körperbau, eben wie wir es da in dem Film schon angesprochen haben, eher eine schlanke Boa, eine relativ kleine Boa und auch baumbewohnend. Wir verlassen jetzt Mittelamerika und kommen nach Südamerika. Da könnte man noch Kolumbianer zum Beispiel zeigen oder auch Brasilianer. Habe ich im Moment keine zur Verfügung, die ich euch zeigen kann. Deswegen gehen wir nach Surinam. Hier habe ich eine schöne Surinam-Boa. In dem Fall sind wir jetzt bei Boa Constrictor Constrictor. Ne? Also der Imperator wechselt dann in Südamerika an den Anden, wechselt der Boa Constrictor Imperator zum Boa Constrictor Constrictor. Wie vorher gesagt, die Constrictoren haben die deutlich größeren und auch längeren Köpfe. Ne? Man sehen es, die hat schon für ihre Größe auch einen ordentlich großen Kopf, einen recht langen Kopf. Mit langem Kopf haben wir recht lange Zähne. Also wenn so ein Constrictor beißt, dann tut es schon mehr weh. Insgesamt farblich, also ein markantes Merkmal zumindest für Guyana und für Surinam sind diese, man sagt immer wegen so Fledermauszeichnungen. Ne? Also hier in den Sattelflecken, die sind wie so ein Batman-Zeichen, ne? Sehen die ja fast aus hier mit diesen Zacken oben und unten. Ne? Also wie man so diese Fledermaus-Skizzen kennt. Ne? Und dann haben sie deutlich rötere Schwänze. Es gibt noch prächtigere Exemplare wie die hier, aber man sieht es eigentlich auch schon schön. Also so einen samtroten oder orangenen Schwanz mit klar weiß abgezeichnet, also wirklich auch wunderschöne Schwänzchen, was die haben. Von der Größe wird es dann auch deutlich größer. Wie gesagt, da in Mittelamerika waren wir immer so bis 2 Meter.
Jetzt Südamerika, Constrictor kann bis 3 Meter werden, in Ausnahmefällen sogar. Also die Rekord-Boa-Constrictoren sind wahrscheinlich auch so aus Suriname, Constrictor, die sogar bis 4 Meter oder mehr erreichen können. Ja. Aber im Durchschnitt würde ich sagen, so ein Surinam-Weibchen so mit 3 Meter. Weiter nach Süden gehend könnte man jetzt die Boa Constrictor longicauda noch aufzählen. Schöne, hübsche, schwarze Boa, richtig ansprechende Färbung. Die Orthoni ebenfalls Peru, ist allerdings strittig. Ist Orthoni longicauda, sind es überhaupt 2 verschiedene Unterarten? Und dann kommen wir ganz in Süden nach Argentinien, wo die Boa Constrictor occidentalis vorkommt. Also ganz schwarze Tiere, occidentalis, ist auch die einzige Boa Constrictor Unterart, die unter Anhang A steht, also unter dem höchsten Artenschutz. Man braucht CITES dazu, aber deswegen werden sie eigentlich nicht mehr arg oft gezüchtet und angeboten. Aber eine richtig schöne schwarze Boa Constrictor Unterart wird ca. 2,50 Meter lang. Interessanterweise lebt sie in einem mit einem Gebiet mit recht gemäßigtem Klima. Ne? Also da, wo die in Argentinien vorkommt, da geht es zum Teil nachts im Extremfall sogar bis auf 0 Grad runter oder bis unter die Frostgrenze runter. Also die haben recht kühle Winter, wobei es dann im Sommer natürlich entsprechend heiß wird. Somit wären wir einmal von Mexiko ganz runter nach Argentinien gekommen. Abschließend noch, wie vorher angesprochen, kommen wir zur Zucht. Boa Constrictor lässt sich recht gut züchten, wird seit Jahrzehnten gezogen in der Terroristik. Die letzten Jahre wirklich auch in großen Mengen, denke ich. Es gibt Unterarten, die sind schwerer zum Stimulieren. Andere Unterarten lassen sich deutlich leichter züchten. Oder diese Terrarianer-Boas, wo wir vorher angesprochen hatten, also die Bastard-Boas, glaube ich, lassen sich fast am leichtesten züchten. Auslöser, dass die Tiere sich paaren, ist die Nachtabsenkung oder die Absenkung im Winter, vor allem in der Nacht. Man geht mit der Temperatur runter auf ca. 20 Grad, je nach Verbreitungsgebiet. Zum Beispiel eine Occidentalis aus Argentinien fährt man noch deutlich mehr runter im Winter. Wobei dann nach dieser Winterruhe dann die Paarungen beginnen. Ja, dann fangen die Tiere an, verpaaren sich, die Weibchen bilden Follikel aus, werden von den Männchen befruchtet. Und zu guter Letzt, sie sind im Gegensatz zu den Pütern, sind sie lebendgebärend, wie alle Boas. Irgendwann kann man sich über einen Wurf mit 10 bis im Extremfall 40 Babys freuen. Bei den Pütern ist ja die Ultraschallerei schon fast üblich, oder viele große Züchter besitzen so ein Ultraschallgerät. Da kann man gucken, ob das Tier Follikel drin hat, ob es Sinn macht, ein Männchen dazuzusetzen, um das Tier zu verpaaren. Wollen wir jetzt mal hier an der Boa probieren. Ich habe hier ein großes Imperatorenweibchen. Die möchte ich jetzt auch mal schallen und sehen, ob da Follikel vorhanden sind, dass wir dann entsprechend auch ein Männchen dazusetzen können und eine Aussicht auf Nachzuchten haben. Das ist hier so ein Wassergel, das man auf den Schallkopf drauf macht. Vielleicht kennt man es sogar selber vom Arzt, ne, wenn die so Ultraschall an einem machen. Das ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Ultraschall selber ist für die Tiere völlig harmlos. So, also wir sehen jetzt hier auf dem Monitor, erkennen wir schon so schwarze Flächen. Also das, was wir hier sehen in der Bildmitte, sind Follikel, ne, sagt man, also diese unbefruchteten Eizellen, da spricht man von Follikel. Eizellen, obwohl die natürlich lebendgebärend sind, haben sie natürlich Eizellen. Und wenn ich das so richtig deute, hat die schon eben deutlich ausgeprägte Follikel hier drin. Ne? Hier sieht man es recht schön hier. Und das heißt, hier wäre definitiv jetzt ein Männchen gefordert, damit diese Eizellen hier oder diese Follikel befruchtet werden. Man kann hier an dem Ultraschallgerät das Bild hier so einfrieren, ne, hier über Fries. Dann bleibt das Bild so stehen, da können wir das wirklich jetzt richtig schön sehen. Also hier haben wir die 1, 2, 3 Follikel, sieht man hier. Ne? Hier 1, 2, 3. Hier am Monitor an der Seite haben wir eine Skala. Oder hier sieht man es auch schön. Immer zwischen den Strichen sind 10 mm. Ne? Also wenn wir jetzt so das Follikel hier messen, haben die so 15 bis 20 mm Durchmesser.
Also wir sehen es jetzt hier ganz schön, also so ein Ultraschall kann auch ein ganz nettes Hilfsmittel sein. Da erkennen wir schön, das Weibchen ist im Züchterjargon gesagt ready to breed. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein Männchen, der diese Eizellen befruchtet und dann können wir uns in, sagen wir von dem Punkt jetzt an, ich würde sagen 4 bis 5 Monaten auf hübsche Boa-Babys freuen. Wir sind durch mit den Boas. Zu guter Letzt nochmal die Anmerkung mit den Rassereinheiten der Boas. In der Boa-Szene wird wirklich viel diskutiert. Jeder hat nur reinrassige. Meine Boas sind echt, nein, meine sind echt. Hier der Hermann Stöckel, dessen Buch ich bei der Gelegenheit anpreisen will, aber er ist da sicherlich auch einer der schlimmsten, in Anführungsstrich, was Rassereinheit betrifft. Nur er hat die reinrassigen. Also diesem Streit will ich mich raushalten. Ich hoffe, dass auch nach der Folge nicht da Wahnsinnsdiskussionen kommen. Nee, das war so eine, nee, das war so eine. Natürlich, über Anregungen freue ich mich und lasse ich mich auch gern belehren. Ich finde es nur ärgerlich, wenn diese aggressiven Diskussionen stattfinden. Da will ich mich raushalten und alles, was wir gezeigt haben über die Verbreitungsgebiete, ist nach meinem besten Wissen und Gewissen. All die Länder, die ich aufgeführt habe, in den Ländern war ich schon. Ich habe die Tiere alle schon in diesem Land in Original gesehen. Also von dem her denke ich, kann ich mir eine gewisse Meinung bilden. Ja, wie gesagt, nochmal auf das Buch verwiesen. Tolles Buch, kann man einiges drüber nachlesen. Ganz zum Schluss noch auf die Boas nochmal. Boa Constrictor ist sicher eine super Terrarienschlange. Wer sich ein bisschen vor der Terrariengröße fürchtet, kann sich ein Männchen holen. Die Männchen bleiben ca. 10% kleiner wie die Weibchen. Wenn ihr dann noch einen mittelamerikanischen Imperator nehmt, der von Haus aus nur bis 2 Meter wird, kann den sicherlich gut im Terrarium halten. Von daher, es ist eine tolle Terrarienschlange, ich kann sie euch wirklich empfehlen. Abgesehen von unseren Balls, wirklich eine tolle Alternative für die Terroristik. Also bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal und checkt my balls und checkt auch mal die Boas. Also sie guckt jetzt gerade auch, ob es Jungen oder Mädchen werden, freut sich schon auf ihre Babys. Ich finde, man muss das den Tieren auch viel besser zeigen. Guck, da kommen die Babyles. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich denke, man darf die Tiere nicht immer nur so als Sache sehen, man muss die schon gleich ein wenig menschlicher betrachten. Dann denke ich, scheiße, echt. Es war gut bis zu dem Moment. Und dann in der Regel drucken wir die Bilder dann aus und hängen dem Weibchen das Ultraschallfoto dann auch mit ins Terrarium. Und da haben die einen Mordspaß mit, also dann können die das immer angucken. Bin ich nicht hübsch. Gut, dass ihr euch da jetzt drum kümmert, wo schon alles läuft. Jetzt läuft's, ja. Läuft's jetzt schon? Jetzt? Hallo liebe Reptil-TV-Population. So schön angefangen, so verschwätzt. So. Der dicke Bauch weg. Ja, spektakulär, oder? Wie Wurst. Wie Wurst. Wie Blutwurst. Lächeln und sie ist aber richtig gut drauf und go! Wir sind durch mit dem Boa. Guti. Dann machen wir Schluss. Mach aus. 3, 2, 1, Ende, over und aus.